Digitalpianos im Vergleich. Das wurde sehr oft gefragt bei uns in der Community. Und hier geht es um die Oberklasse der Kategorie Portable Piano. Tastaturen vom Feinsten, richtig gute Pianoklänge und vieles mehr dürfen wir von diesen Instrumenten hier erwarten. Und wir haben hier eine Preisklasse zwischen 1200 und ungefähr 1700, 1800 Euro. Also schon auch unterschiedlich, obwohl die eigentlich vom Leistungsspektrum alle gleich sind. Und ich bin sehr gespannt, was Yasin dazu sagen wird. Wir gucken uns natürlich hauptsächlich wie immer das Spielgefühl der Tastaturen und den akustischen Klavierklang an. Und vor allem vergleichen wir hier auch noch die Lautsprechersysteme. Und das machen wir mit einem Kunstkopfmikrofon. Das machen wir dann später. Ich würde sagen, wir legen erstmal los und verschaffen uns einen Eindruck. Okay, das war übrigens das Roland FP90X. Und willst du erstmal der Reihe nach durchspielen? Genau. Okay, dann ist das nächste das Yamaha P525. Also auch sehr schön. Jetzt haben wir das Kawai ES920. Was meinst du? Ja, also ich kann schon mal sagen, also mir hat das Roland sehr gut gefallen. Klang und Spielgefühl fand ich super. Und dann fast auf gleicher Stufe würde ich sagen das Kawai. Und vom Spielgefühl jetzt am wenigsten hatte mir jetzt das Yamaha gefallen, weil da war einfach, da kam mir zu wenig an Feeling rüber. Woran machst du, das wäre jetzt die Frage gewesen, woran machst du das fest, das Spielgefühl? Ist ja nicht nur die Tastatur. Also ich hatte das Gefühl, dieses Klangbeispiel, was ich gespielt habe, ich konnte es am besten darstellen so auf dem Roland. Das Roland hat mir extrem gut quasi klanglich, aber auch vom Spielgefühl das vermittelt, was ich quasi reingeben wollte. Ja? Also da sind ja viele so, das ist ja mehr oder weniger immer die gleiche Melodie, aber macht dann schon in der linken Hand dann doch viel so. Ah, okay. Ja, spielt er Dezim dann auch mit einer Quinte sogar noch in der Mitte, ja, oder einer Sechste teilweise. Und da habe ich gemerkt, dass ich hier eigentlich in der Gestaltungsmöglichkeit, dass ich da eine gewisse Einschränkung habe. Also dass ich irgendwie, ich gebe rein, aber ich kriege quasi klanglich nichts oder nicht in dem Maße zurück, ja. Und ich fand jetzt das Roland in Kombination mit dem Klang der Lautsprecher hat mir jetzt sehr gut gefallen und das Kawai ist quasi auch auf einem ähnlichen Level, wobei ich sagen würde, dass hier die Tastatur wahrscheinlich noch einen Ticken besser ist. Vielleicht können wir da ein bisschen was zu sagen, weil die Tastaturen sind auch etwas unterschiedlich. Es handelt sich bei allen um herkömmliche Digitalpiano-Tastaturen. Nur haben hier diese Tastaturen so einen Holzkern und auch hier ist das der Fall. Beim Yamaha, hier ist auch dieser Holzbelag, also ist ein Holzkern in den weißen Tasten. Ansonsten arbeiten die genauso, ist das eine gefaltete Hammermechanik, wir haben das da schon öfter gezeigt. Dort ist die Tastatur also technisch genauso aufgebaut, nur haben wir den Holzkern nicht. Ja. Und das erklärt auch, glaube ich, ein bisschen diesen Preisunterschied. Der ist ganz schön groß eigentlich.
Ja, also hier zur Tastatur kann ich sagen, hier ist mir einfach das, ich kann auch gerne nochmal mich kurz mal ransetzen. Die Tastatur ist halt gefühlt überall gleich schwer. Also ob ich jetzt hier unten spiele oder hier, und das hat mir jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, dass quasi, dass sie überall sehr leichtgängig ist und kaum Unterschiede hat, wie es ja normalerweise am Klavier ist, dass die Tiefen okay. doch deutlich schwerer sind. Ist mein Eindruck zumindest, mein persönlicher, dass der Unterschied bei den beiden im Verhältnis von der Graduierung der Tastatur höher war. Interessant. Ja. Lass mich mal probieren. Also, Genau, probier du mal. also hier kommt schon mal gut was rum. Ne? Und Auf jeden Fall, ja. die Gewichtung finde ich gut hier. Jetzt lass mich mal da Probier mal das bitte. Yamaha. Also ich habe den Eindruck jetzt nicht so. Also Okay. das ist eigentlich recht ähnlich zusammen. Also das ist doch schon, also insofern auch eine Aussage. Also das ist schon sehr individuell, wie man das wahrnimmt. Ich spüre hier schon auch noch ein gutes Gegengewicht. Und ich finde es auch schön, wie der Klang in sich entwickelt. Ne? Also wenn ich so in die tiefen Lagen gehe. Der Klang ist gut. Also Klang ist auf jeden Fall bei dem Yamaha auch sehr gut. Aber für mich war jetzt die Frage war jetzt so ein bisschen das Spielgefühl. Und hier, ich fand die anderen beiden einfach griffiger. Das ist so das Wort. Ich fand die einfach gefühlt griffiger. Und hier spiele ich und denke so, oh, okay, wo geht jetzt die Reise hin? Wie weit muss ich das jetzt quasi abwägen? Und probier nochmal das Roland, was du dazu sagst. Okay. Aber muss man auch sagen, spielst du jetzt halt auch ganz anders, ne? Ja. Also, Ich habe mich sofort darauf eingestellt. Ja. Das spielt sich sehr anders hier drauf, finde ich. Also das ist wirklich zu den beiden, finde ich jetzt, ist ein großer Unterschied. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand jetzt, dass du jetzt gefühlt, es wirkt dir jetzt mehr so, wie du es möchtest, wie es klingen soll. Und hier war jetzt so, fand ich jetzt so ein bisschen so ein Suchen, so wo geht der Klang hin? Und hier warst du voll drauf auf diesem, ich sag jetzt mal Live-Keyboard-Ding, wo du sagst, oh geil, das ist es jetzt. Okay. Ja, ne? Ja, also da kommt, also was mir auffällt, alle drei haben ganz schön Power. So. Das ist das, was über das Lautsprechersystem kommt. Das ist schon mal gut. Und das hören wir uns jetzt, glaube ich, mal im Vergleich an. Da holen wir unseren Kunstkopf, wir bauen kurz um und dann geht's weiter. Alles klar, jetzt kommt unser Kunstkopfmikrofon zum Einsatz. Und zwar macht dieses Mikrofon binaurale Aufnahmen, sodass ihr eine möglichst plastische Darstellung von dem habt, was Yassin beim Spielen hören kann. Aber ihr müsst dazu Kopfhörer tragen. Über den Laptop-Lautsprecher wird es nicht funktionieren. Ja, das finde ich schon geil, so der Abgang hier. Ja. Also das ist irgendwie sehr smooth. So. Ja, finde ich auch. Es hat einen schönen Zusammenklang. Also so, ich glaube, das meinst du auch, wenn du sagst, so, ich kriege das raus, was ich reingebe. Ja. So. Also es ist wirklich auf einer Fläche, bildet sich der Sound ab und so und das ist gut kontrolliert. Ja, also von deinem Spiel her. Mhm. Ja, jetzt machen wir hier weiter beim Yamaha.
Okay, machen wir hier beim Kawai weiter. Ja, wir stellen den mal aus dem Bild. Also jetzt, wo ich es jetzt alle drei nochmal gespielt habe, also das Yamaha, das perlt schön, die Tastatur ist sehr, sehr gleichmäßig. Vielleicht die Kritik von vorhin etwas in die Mitte gerückt. Es ist eine sehr gleich austarierte Tastatur und es perlt gut, gerade bei diesen, wo ich dann von oben runter gespielt habe. Aber es ist beim Kawai auch so. Und beim Kawai finde ich halt klanglich jetzt wenn du vor allem die dann so ein bisschen hältst, dann dieses Obertonreiche. Das ist einfach geil. Das klingt einfach toll. Yamaha auch guter Klang. Aber so für dieses Live-Feeling finde ich so das Roland, finde ich irgendwie, das passt so, das Konzept von den Lautsprechern und so gut zusammen. Wobei natürlich die Lautsprecher wahrscheinlich dann auch im Live-Kontext nicht benutzt werden, sondern dann schließt man es wieder an die PA an oder so. Ja. Ne? Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube auch hier, das hat mir sehr gut gefallen. Das hat auch, man würde wahrscheinlich sagen, so diesen amerikanischen Sound. Es hat schönen Low-End, so, es klingt so richtig knuffig irgendwie, so richtig tight im Bass und so. Man mag da gerne Power reingeben. Ja. So. Das ist, glaube ich, ein Bandinstrument, aber das funktioniert auch zu Hause, wenn man eben Spaß dann hat, so Pop- und Rock-Sachen zu spielen. Ja. Und hier steckt mehr in den Sounds noch drin. So, wenn ich jetzt also so deine Jazz-Sachen auch immer höre, ich glaube, oder Klassik, dann wäre ich hier bei Kawai und Yamaha eher zu Hause. Ja. Definitiv. Also klanglich ist das Yamaha super. Also der Klaviersound ist natürlich super. Gerade auch so in den Höhen, so, ne, diese feinen Geschichten, ähnlich wie Kawai. Das sind ja auch so immer so direkte Konkurrenten, ja. Und du merkst dann schon, dass das Roland vielleicht dann auch für Leute ist, die vielleicht irgendwie dann auch mal jemanden begleiten oder vielleicht für eine Sängerin oder die noch ein bisschen singt nebenbei und dann halt dann irgendwie, also das ist ein bisschen eine etwas andere Zielgruppe vielleicht sogar, ja. Und ich war jetzt selbst überrascht von Roland, weil ich hätte jetzt auch gedacht, dass die jetzt weit davon ziehen. Aber muss sagen, die Gruppe ist eigentlich relativ nah beieinander. Und mir persönlich haben jetzt quasi die beiden am besten gefallen. Jetzt beim zweiten Mal spielen fand ich das Yamaha auch wieder ein bisschen besser. Das ist das Lustige. So ist es halt manchmal. Ja, die sind wirklich auch tatsächlich in einer Liga. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass jetzt hier die Tastatur sich besser spielt oder dort wegen der Holzelemente. Tut mir leid, also da spielt sich die Kawai auch wirklich gut. Ja. Da vermisse ich nichts. Also das mit dem Holz war jetzt für mich zum Beispiel überhaupt kein Faktor. Erst nachdem du mir das quasi gesagt hast. Also ich fand jetzt die Kawai-Tastatur, die kein Holz hat, auch super gut zu spielen. Ja, und am Ende ist es, glaube ich, ein bisschen auch wieder Geschmackssache. Man muss es testen und dann muss man halt überlegen, ob man hier nochmal ein paar Euro oder ein paar viele Euro mehr investiert. Das ist natürlich, geht es hier sicherlich auch um den Preis. Aber ich fand jetzt alle haben ihre Berechtigung. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit so. Ja, da fällt jetzt keins durch. Ja. So, sagen wir mal so. Ja. Die haben schon ihre Qualität. Und was mir noch gefallen hat beim Kawai, das wollte ich noch sagen, das war der Lautsprecherklang. Der klingt direkt irgendwie. Und das hat mir sehr gefallen. Also die beiden klingen eher indirekt. Hier ist es schön bassig, also da kann man auch so sich drin verlieren, also in diesem Sound dann. Das hier ist, finde ich, so ausgewogener vom Frequenzverhältnis her und wie du auch gesagt hast, von den Resonanzen her, das schwingt schön aus. Ja. Das ist wirklich gut gemacht, finde ich. Also vielleicht, um nochmal ein Fazit zu ziehen, das ist so im Gesamtkonzept cool. Das ist quasi so, ja, unter dem Aspekt auch vielleicht irgendwie live oder auch mal jemanden begleiten, gut, ja. Und das Yamaha ist halt vielleicht auch so ein Piano. Also wenn man so pianistisch sagt, okay, ich will auch vielleicht ein bisschen Klassik oder Jazz spielen und so. Und dann hat man hier soundmäßig natürlich halt gut was geboten, ne? Ja. So, und ich glaube, das ist so würde ich das jetzt, glaube ich, am Ende formulieren. Ne? Ja, aber da muss ich einwenden.
Das muss auch gesagt werden, wo du das Thema Live-Spielen bringst. Da spielt das Thema Gewicht eine Rolle. Und wir können das ja mal machen. Wir heben das mal an, dann das und dann das. Okay. So. Oh, okay. Das ist. Lassen wir erstmal Wie so sagt man stehen. Jetzt heben wir das hier an. Aha, okay. Ähnlich. Ähnlich, aber ein bisschen leichter, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Und hier. Ups. Wiegt auch. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Also das war jetzt halt wirklich sauschwer, ne? Also wenn wir über Live-Spielen sprechen, ist das Ding für mich raus. Ja. Definitiv. Da, Geht noch so? ja, vielleicht kann ich noch jemanden fragen, der mit anpackt. Ja. Aber also Das ist von der okay. Leidenschaft her Ja. jetzt, ja, ich möchte live spielen, da, Ja. auf jeden Fall. Denn das soll ja auch noch in eine Tasche oder ein Case Ja. oder so. Dann ist ja das Ding, da kannst du ja gar nicht mehr bewegen. Okay, das habe ich jetzt nicht, das Ass im Ärmel habe ich jetzt nicht kommen sehen Und von ich dir. denke, es liegt an den Lautsprechern, weil dieses Ja. Klangvolumen, das wird ja auch irgendwo herkommen. Also das muss man irgendwo physikalisch eben herholen. Und das, es wird wahrscheinlich daran liegen. Ja, also das ist wirklich einfach zu schwer vom Gewicht. Und da hat natürlich jetzt das Kawai ganz klar die Nase vorn. Also da hat man schon wieder einen Punkt abgezogen. Und das kann man hier beim Live-Faktor hier wieder dazu bringen. Und ich glaube, das steht so vom Gewicht so ein bisschen in der Mitte zwischen den beiden. Ja. Also für alle, die selber ihr Equipment schleppen, ich glaube, es trifft für die meisten zu, Ja. würde ich immer sagen, liegen wir bei dem Kawai richtig. Naja, Ja. das wäre das Fazit. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und einen Daumen. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.